Immer noch nichts Neues von deiner Schwester? Das muss echt schlimm sein für deine Eltern. Am liebsten würde ich sie stundenlang anschreien. Dann fällt mir ein, dass es gar nicht geht, weil ich überhaupt nicht weiß, wo sie ist. Weißt du, am besten ich fange mit Jessica an. Da weiß ich wenigstens, wo ich hingehen muss, um irgendjemanden anzuschreien. Das war echt eine heftige Nummer. Zu sagen, dass sie fix und fertig ist, weil ihre Freundin entführt wurde. Dabei können die sich nicht mehr ausstehen. Ja, und sie wusste, dass sie nicht entführt war. Jessica muss echt ganz schön verzweifelt sein. Ich meine, es war doch klar, dass das irgendwann rauskommt. So blöd ist nicht mal Jessica. Trotzdem, die Alte ist echt fällig. Ich wollte eh gerade flüchten. Das kannst du dir sparen, sie wohnt nicht mehr bei uns. Hast du sie etwa rausgeschmissen? Mehr oder weniger. Christian und ich haben sie zur Rede gestellt wegen des Rohrs, das sie kaputt gemacht hat. Da hat sie angefangen zu heulen und gar nicht mehr aufgehört. Und dann? Und dann hat sie gesagt, bevor wir sie rausschmeißen, geht sie lieber selbst. Und das hat sie auch gemacht. Oh. Ich glaube, Jessica ist ziemlich einsam. Ich meine, ich habe wirklich jeden Grund, sie zu hassen, aber als es mir so schlecht ging wegen Philipp, da hat sie sich um mich gekümmert. Endlich Feierabend. Was für ein Tag. Das Bierchen haben wir uns verdient. Hey, habe ich was verpasst? Alles im Rahmen. Das Bierchen haben wir uns trotzdem verdient. Gibt's was Neues von deinen Eltern? Wir sind noch in Köln, aber nichts Neues von Kim. Wir drücken die Daumen. Danke. Bis morgen. Es muss echt hart sein, wenn die kleine Schwester einfach abhaut. Du, das klingt jetzt vielleicht wie so ein Frauengequatsche, aber man kann doch eigentlich über alles reden, wenn man will, oder? Lass mich raten. Helena will nicht? Helena hat mich immer in Grund und Boden gequatscht. Sie hat mich mit zur Paartherapie geschleppt und wir haben über jede Kleinigkeit diskutiert. Aber jetzt, wo ich mit ihr über unsere Beziehung reden will, da macht sie total dicht. Tja, geht mir doch mit Olli genauso. Sie hat mich sogar betrogen und wir haben nicht mal richtig darüber geredet. Vielleicht ist es ja auch gar nicht nötig. Überleg doch mal mit uns und Jessica. Wir waren total besoffen und sie war total willig. Da ist es halt einfach passiert. Aber man kann doch nicht einfach so tun, als wäre gar nichts gewesen. Und wenn doch? Man fängt einfach von vorne an und tut so, als würde man sich neu kennenlernen. Und du meinst, es funktioniert? Bei mir nicht, aber vielleicht klappt's ja bei dir. Hm? Natürlich. Frau Schneider, Herr Brandner für Sie. Arno, bist du sicher, dass du dich nicht verwählt hast? Charlie, sitzt du? Machst du Witze? Im Gegensatz zu dir arbeite ich schließlich. Dann halte dich irgendwo fest. Ja, sag mir, wenn ich mich auch noch anschneiden soll. Also Arno, komm raus mit der Sprache. Arno. Clarissa, sie lebt. Jetzt sag schon, was los ist. Nanu, hast du schlechte Laune? Ja, hättest du auch, wenn du ständig einen Anschiss kassieren würdest. Der Wasserschaden ist Geschichte. Vergiss es einfach. Auf einmal? Ja, wenn ich ehrlich sein soll, hast du dir schon fettere Klöpse geleistet. Aber weil ich klug bin und über den Dingen stehe, bin ich dir deswegen auch nicht mehr sauer. Nee? Nee. Und ich habe ein großes Herz für blonde Frauen in Not. Heute jedenfalls, also ist das quasi dein Glückstag. Du bist mir irgendwie unheimlich, wenn du so nett bist. Sehr gut. Solange du mir an meinen Launen genügend Respekt entgegenbringst, werden wir uns hier gut verstehen. Soll heißen, du kannst hier einziehen. Ich mach auf. Super. Mein erster Gast in unserer Wohnung. Was wollen Sie denn hier? Das könnte ich Sie fragen. Olli, Das ist eine Überraschung. komm jetzt, hör auf mit dem Theater. Oh, soll ich Sie rauswerfen? Jessica, ich gebe Ihnen einen Rat. Legen Sie sich heute nicht mit mir an. Jetzt weiß ich auch, warum du nach deinem Urlaub auf Mallorca so komisch warst. Hast du gedacht, du könntest es mir ewig verheimlichen? Also, falls du meinen Flirt meinst, Raphael, es war nur eine Nacht. Wie jetzt? Du hattest Sex? Jessica,
Na gut, dann lasse ich euch halt allein. Olli, warum hast du mir nicht gesagt, dass Clarissa noch lebt? Es tut mir ja auch leid, aber ich musste Arno versprechen, niemandem von Clarissa zu erzählen. Ach, und ich bin niemand, ja? Ich bin deine Tante und außerdem dachte ich, wir sind die besten Freunde. Vielleicht mache ich uns erstmal einen Sekt auf den Schock. Jetzt lenkt nicht vom Thema ab, ja? Aber eine vernünftige Flasche, kein Pikolöchen. Clarissa lebt. Ich kann's immer noch nicht fassen. Hey, feiern wir mal einen Einstand? Nee, das ist eher was Privates. Oh, verstehe. Dann will ich mal nicht stören. Also dann. Auf alte Freunde. Und Überraschungen. Ja. Aber warum hat sich Clarissa die ganzen Jahre nicht bei mir gemeldet? Keine Ahnung. Das ist wieder typisch Clarissa. Ich dachte, du freust dich, dass sie lebt. Oh, das tue ich doch auch. Und wie? Ich hätte es mir eigentlich denken können. Clarissa ist kein Mensch, der einfach so stirbt. Viel zu wenig mondän. Aber was macht sie jetzt auf Mallorca? Julia, natürlich. Sie hatte Sehnsucht nach ihrer Tochter. Aber ich glaube, das läuft nur so mittelgut. Naja, kein Wunder nach allem, was passiert ist. Clarissa ist wieder da. Du, am liebsten würde ich da runterfliegen und ihr die Hölle heiß machen. Hat nicht die Courage, mich anzurufen. Ja, ihr zwei wart schon ein verrücktes Gespann. Ich weiß nicht, wie oft ich ihr gerne den Hals umgedreht hätte, aber ich hatte nie so viel Spaß wie mit ihr. Ganz schön wild. Wir waren so jung. Also ich meine, ein bisschen jünger. Ja. Sag mal, wie sieht sie eigentlich aus? Hat sie sich besser gehalten als ich? Ach, Charlie, du siehst doch keinen Tag älter außer es. Dünnes Eis, mein Lieber. Ganz dünnes Eis. Ich habe doch gleich gemerkt, dass du so seltsam warst, als du von Mallorca zurückgekommen bist. Ein Ferienflirt, ja? Wie hieß er gleich? Raphael? Tratsch's nicht gleich weiter, ja? Ehrlich gesagt war ich ganz froh, dass du nicht nachgebohrt hast. Arno war es so wichtig, dass keiner von Clarissa erfährt. Ich muss sogar ein Bild von ihr löschen. Du hast ein Foto von Clarissa? Ja, aber das habe ich gelöscht. Ja, worauf wartest du? Ich weiß, dass man sowas wiederherstellen kann. Sag mal, du hast doch auch mit ihr gesprochen, oder? Hat sie irgendwas erzählt? Hat sie dich was gefragt? Hat sie nach mir gefragt? Oh, Charlie. Ich bin ein Mann. Multitasking funktioniert hier nicht. Und? Hast du's? Moment. Voila. Clarissa von Anstetten. Die sieht ja noch genauso aus wie früher. Ja, also fast genauso. Bisschen älter ist sie schon geworden. Ach, meine Clarissa. Jessica Stiel, hallo? Hast du aber... Herr von Lahnstein? Aufgelegt. Naja, ich habe heute frei. Tanja von Lahnstein ist krank. Tanja, Olli, Tanja darf auf keinen Fall erfahren, dass Clarissa noch lebt. Das wäre eine Katastrophe.